Jo Leute, wir sind heute im Deep Forest und genau so heißt die schicke Farbe von diesem Rad. Vor mir steht das neue Taillis. Propane hat sich zur Aufgabe gemacht, das Siegerbike der letzten Jahre noch besser zu machen. Wir wollen heute klären, ist das gelungen? Es wartet auf euch ein spannendes Video. Hallo und herzlich willkommen bei der Bikeschule Rock My Trail. Wir arbeiten seit 9 Jahren mit Propane zusammen und ich habe heute die Ehre, euch eins der ersten Videos zu diesem neuen Schmuckstück vorzustellen. Propane hat sich zur Aufgabe gemacht, das alte Taillis noch besser zu machen und vor euch steht es, das Taillis 2023. Wir haben uns viel Arbeit gemacht, wir haben viel gefilmt und deswegen gliedere ich das Video kurz für euch. Euch erwartet heute einmal kurz die Hard Facts zu diesem Rad. Was gibt es zu erfahren? Dann, wo wurde angesetzt, was wurde verbessert im Vergleich zum Taillis 2020. Dann haben wir natürlich die Bergab-Performance, die Bergauf-Performance und wie springt das Rad, also wie ist es on air. Am Ende gibt es ein Fazit und meine persönliche Meinung. Wenn du in eins dieser Themen direkt reinspringen möchtest, einmal unten in der Videobeschreibung die Timestamps angucken. Ich würde sagen, wir starten direkt mit ein paar bewegten Bildern, denn ihr wollt bestimmt noch mehr zu dem Rad sehen. Jetzt habt ihr schon einiges gesehen zum neuen Rad und diese schicke Farbe, dieser Flip-Flop-Lack, der hört auf den Namen Deep Forest. Aber natürlich gibt es bei Propane noch mehr Farben und wir haben uns die Arbeit gemacht, bei Propane alle Farben einmal abzufilmen, dass du dir angucken kannst, wie sieht das Rad eigentlich in echt aus. Das Video ist hier oben verlinkt, die 6 Farben zum Taillis. Wenn du wissen willst, wie sieht das denn eigentlich in Alu und Oliv aus, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Ich würde sagen, wir starten mit den Hard Facts. Was gibt es zum Rad zu erfahren? Das neue Taillis gibt es in 160 oder 170 mm Federweg in der Front und 160 im Heck. Wir haben ein neues Größenkonzept. Es gibt jetzt Rahmengröße XS neu, Größe S, M und L und natürlich XL für die großen Leute. Wenn wir das Laufradkonzept uns angucken, dann haben XS, S und M die Möglichkeit, das Rad in 27,5 Zoll zu fahren. M, L und XL kannst du in 29 Zoll fahren oder auch in Mallet, sprich großes Vorderrad, kleines Hinterrad. Moderne Geometrien sind ja bekanntlich flach und lang und hier hat Propane auch ein bisschen mehr auf die neuen Trends gesetzt. Das Rad ist minimal flacher geworden, das heißt der Lenkwinkel ist flacher, da komme ich dann gleich zu bei dem, was wo angesetzt wurde. Dann ist das Rad minimal länger geworden, das heißt der Reach, der Abstand hier oben, ist minimal länger geworden und das Rad ist auch minimal leichter geworden, 3% im Vergleich zum alten Taillis, 5% bei der Alu-Variante. Das Rad ist weiterhin freigegeben für Kategorie 5, das heißt, du hast eine volle Bikepark-Freigabe und kannst mit dem Taillis auch im Bikepark richtig abgehen. Preislich wird es das Taillis AL ab 2.999 € geben und wie es hier vor euch steht, das Taillis in Carbon ab 3.599 €. Ich habe es eingangs im Intro gesagt, Propane hat versucht, ein sehr, sehr gutes Rad noch besser zu machen. Und wenn wir uns das alte Taillis angucken, dann gab es vor allem einen Kommentar, der häufig im Internet zu lesen war, und zwar, dass die Kabelführung nicht perfekt war. Wenn Propane jetzt das gute Bike perfektionieren will, dann geht es natürlich darum, dass beim neuen Taillis die Kabelführung besser ist. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal zuerst an. Kommt mal näher, wir schauen uns an, wo haben die angesetzt. Und das Problem war eigentlich immer hier unten, denn früher liefen die Leitungen hier unten raus. Und es gab Möglichkeiten, dass die Leitung vielleicht, je nachdem wie sie montiert war, mal in den Reifen gekommen ist. Man konnte Abhilfe schaffen, aber ich glaube, wir waren uns einig, da gab es Punkte, wo wir gesagt haben, das geht besser. Und das geht besser. Wenn wir jetzt hier in den Tretlagerbereich gucken, dann bin ich überrascht. Denn ich hatte erwartet, dass die Leitungen hier rauskommen, ähnlich wie beim Spindrift oder auch beim Eugene. Aber von da drüben seht ihr gerade gar keine Leitung. Und ich würde sagen, wir wechseln einmal die Perspektive und zeigen euch mal, wo die Bremsleitung jetzt hier im Detail lang läuft.
Und wir nehmen euch heute ja mit, weil wir euch ins Detail mitnehmen wollen. Und dann gehen wir mal genau hier hin und sehen, die Leitung kommt hier unten raus und wird, das ist neu, direkt am Hauptdrehpunkt fixiert. Das heißt, hier ist die Leitung bombenfest, hier wackelt nichts. Die läuft hier hinter lang, ist da nochmal von der Rückseite fixiert mit einem Kabelbinder, wandert wieder in die Strebe rein und wir sehen direkt, wenn wir hinten gucken, hey, wo ist die Bremse? Die Bremse ist nach innen gewandert. Wir haben eine Bremsintegration, das heißt auch hier eine Neuerung. Das Fahrrad geht mehr im Zuge der Integration und kriegt dadurch einen clean Look. Die Bremse wandert nach innen und die Leitung kommt unmittelbar kurz davor raus und ist direkt an der Bremse. Super schick gelöst und Propane, Thumbs up. Lob an euch, ihr habt zugehört, was die Community gesagt hat. Ich hoffe, ihr seid ähnlich hyped wie wir, denn wir finden diese neue Integration richtig gelungen. Und als wir das Rad abgeholt haben, hatten wir natürlich erwartet, dass die Kabelführung optimiert wurde. Was ich aber nicht erwartet habe, ist genau das hier. Denn Propane hat das Thema zu Ende gedacht. Zusammen mit Sixpack und Acros wurde hier die Möglichkeit geschaffen, die Kabel wirklich zu integrieren. Das Thema neu zu denken. Und das finde ich total spannend. Denn die Kabel laufen jetzt hier unterhalb des Vorbaus rein und dann am Steuersatz entlang in den Rahmen. Das heißt, Kabel verschwinden. Stellt euch jetzt vor, dieses Kabel wäre noch weg von der Sattelstütze. Wir hätten eine elektronische Sattelstütze. Dann gäbe es nur noch 2 Kabel, die hier in den Vorbau reinlaufen. Und das Ganze wird dadurch extrem schlicht und vor allem extrem leise. Ich kann hier dran wackeln und ich höre nichts. Ja, und wenn ihr sagt, hey, das interessiert mich im Detail, wie das genau funktioniert und wie das mit dem Lager geht und. Ja, dann haben wir für die Tech-Nerds von euch extra dafür nochmal ein Video gemacht. Wir haben uns den Luis geschnappt von Propane und haben mit dem diese ganzen Details nochmal durchgegangen. Wenn du sagst, hey, das Video, das will ich sehen, hier oben verlinkt, dann gibt es noch mehr Details zu dieser neuen Kabelführung und vielen anderen neuen Features am Bike. Ich würde sagen, wir starten rein und gucken uns an, wie denn jetzt der Kettenstrebenschutz aussieht. Ja, und da sind wir. Hier ist der Kettenstrebenschutz und der ist genial. Warum? Naja gut, es sieht erstmal aus wie normales Gummi, das ist jetzt aber weich. Also hier merken wir ein richtig weiches Gummi. Hier kann ich mit meinem Fingernagel reindrücken und sehe, okay, der ist super weich. Und eine ganz Besonderheit ist, die ersten Noppen, die sind luftgefüllt. Also jetzt hier, kommt gerne noch mal näher ran, nicht weglaufen. Wir wollen hier sehen, wir können jetzt hier wirklich richtig reindrücken. Hier ist Luft drin. Das heißt, da wird gedämpft. Da gibt es keine Kettengeräusche. Aber damit hört es nicht auf, denn das Ding ist breiter als die Kettenstrebe. Die Noppen sind nach außen geneigt, sodass die Kette eher nach außen gedrückt wird. Und auch hier oben haben wir Noppen, die Schläge verhindern, genauso wie hier unten. Das heißt, Kettenklappern in Kombination mit so einem schicken neuen Schaltwerk sollte der Vergangenheit angehören. Und leises Fahrrad, was das eigentlich bergab mit uns macht, das habe ich mir beim Bergab Performance angeguckt. Also auf jeden Fall dranbleiben, denn da gibt es ganz, ganz spannende Infos zu sehen. Ich würde sagen, wir wechseln noch zu einer neuen Sache am Taillis, wenn wir gerade schon hier unten sind. Und das ist natürlich das neue Schaltwerk. Eagle Transmission. Wir haben die Möglichkeit eines Direct Mounts des Schaltwerks. Das schaltet unglaublich. Ich habe es selber nicht geglaubt, aber diese neue Schaltung ist tatsächlich eine Revolution. Wenn ihr sagt, hey, ich will aber lieber klassisch weiter unterwegs sein, ist das natürlich auch möglich. Neues beim neuen Taillis natürlich. Jetzt dann logischerweise, es gibt ein UDH, also das Universal Schaltauge, gibt es beim neuen Taillis und ist eine sinnvolle Erweiterung. Ja, und eine Sache ist natürlich auch neu und das ist das Laufradkonzept. Das habt ihr vielleicht eben schon mitbekommen bei den Hard Facts. Es gibt jetzt Mallet und da hat Propane sich was überlegt und zwar diese Kleinigkeit hier. Das ist nämlich ein Flipchip, mit dem könnt ihr eure Geometrie anpassen. Das heißt, egal ob ihr 27,5 Zoll fahrt oder 29 Zoll, dreht ihr einen Flipchip in High oder Low, könnt ihr die Geometrie anpassen, so dass sie eigentlich gleich bleibt, egal welches Hinterrad ihr fahrt. Wenn wir genau an der Stelle bleiben, haben wir relativ logischerweise natürlich einen Flaschenhalter-Mount, aber was Neues ist jetzt hier oben der Tool-Mount. Also wir haben die Möglichkeit, irgendwas mitzunehmen. Das kann ein Tool sein, das kann aber natürlich auch einfach ein Ersatzschlauch sein. Es gibt eine Möglichkeit, hier was zu montieren. Das ist neu, das ist cool. Und wir würden sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was es denn hiermit auf sich hat. Wenn Propane sich vornimmt, ein Rad besser zu machen, dann ist es in meinen Augen vor allem wichtig, dass es haltbar und verlässlich ist. Propane hat, und da kommen wir jetzt zu verschiedenen Punkten, überlegt, wo können wir ansetzen. Es gibt jetzt eine gedichtete Sattelklemme, das heißt, hier dringt kein Wasser mehr ein und das sieht schick aus. Damit hört es aber nicht auf. Wir haben natürlich nach wie vor die Dirt Shields, die die Lager nochmal abdichten. Probleme mit Lagern sind nervig und deswegen hat Propane gesagt, sie gehen einen Extraweg und verbauen an diesem Rad nur Edelstahllager von Acros. Das heißt, wir haben hier keine Probleme, dass irgendwelche Lager anfangen können zu rosten, denn wir haben Edelstahllager, die sieht man nicht auf den ersten Blick, ist aber ein Riesenzugewinn, wenn man sagt, ich bin damit viel unterwegs, ich wasche das Ding auch mal und ich möchte, dass das Rad einfach langlebig ist.
Beim neuen Taillis wurde beim Carbonrahmen 3% Gewicht eingespart. Jetzt könnte man sich darüber streiten, ob es mehr sein sollte. Ich finde tatsächlich, dass gewisse Bikes, die sehr auf Bergab-Performance getrimmt sind, nicht zu leicht werden, weil sie dann anfangen zu flattern. Und ich habe davon vielleicht nur ein bisschen Ahnung, aber die Athleten haben davon sehr viel Ahnung. Und die haben eine Sache bemängelt und haben gesagt, hey, es wäre cool, wenn der Hinterbau noch ein bisschen steifer wäre. Einfach noch ein bisschen verwindungssteifer, aber nicht so steif, dass sich das Fahrrad irgendwann nicht mehr gut fährt. Wie viel Prozent Athleten sich gewünscht haben und was Propane da gemacht hat, da haben wir ausführlich mit Luis drüber gesprochen. Gerne nochmal in der Videobeschreibung gucken. Das Video hatten wir euch ja schon oben verlinkt. Jetzt findet ihr es in der Videobeschreibung. Da nochmal reingucken, denn da wurde nochmal angesetzt und vor allem auch der Hinterbau nochmal optimiert. Wenn wir uns das Rad jetzt als Gesamtes angucken, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber man erkennt sofort, das ist ein Taillis. Und für Propane ist wichtig, dass in dem Zuge einfach erkennbar ist, hey, das ist eine sinnvolle Evolution und vielleicht keine Revolution. Denn warum sollte man ein sehr, sehr gutes Rad noch besser machen? Man muss nichts overengineeren, sondern nur sinnvolle Erweiterungen machen. Wir haben euch davon einige vorgestellt und das Designkonzept mit vielen parallel laufenden Streben und auch hier klaren Linien gefällt uns sehr, sehr gut. Erkennt man in Deep Forest mäßig. Wenn ihr aber einen Rahmen wählt, wie zum Beispiel Safari, auch da nochmal der Hinweis auf das Farbenvideo, auch verlinkt in der Videobeschreibung, dann sind diese klaren Kanten auf jeden Fall richtig, richtig schick. Okay Leute, das war eine Menge zum neuen Rad. Aber was natürlich alle von euch interessiert ist, wie fährt sich das? Und ich würde sagen, wir wechseln in Kategorie 1, nämlich Bergab-Performance. Krass, das Rad fühlt sich echt nach viel mehr an, als man denkt. Also im Vergleich zum Eugene habe ich ja hier eigentlich kaum mehr Federweg, aber ich bin total beeindruckt. Also da oben, wo du jetzt stehst, da bin ich gerade los und also das Einzige, was ich mir eigentlich, glaube ich, angucke, ist hier auf die Wurzel, dass ich da drüber springen kann. Also man kann sagen, also ich würde sagen, das fühlt sich auf jeden Fall nach viel mehr Spindrift gehen an als das alte Taillis. Man hat das Gefühl, man hat einfach viel mehr Komfortzone und sagt, ey du, ganz ehrlich, das Rad, das gibt einem richtig Vertrauen, um mal irgendwo reinzuspringen. Also dieses, ja, ich weiß gar nicht, woran es unbedingt liegt, aber es fühlt sich an wie eine richtige Waffe bergunter. Ich habe das Gefühl, dass ich relativ viel Reserven habe und das Rad steht unheimlich stabil da, wenn ich irgendwo drauf fahre. Was ich krass finde ist, dadurch, dass es eigentlich gar kein Geräusch macht, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin mega langsam. Aber ja, wahrscheinlich war es nicht so langsam, aber man hat dadurch immer das Gefühl, man müsste noch mehr gehen lassen. Also irgendwie erweitert sich die Komfortzone mit dem Rad, weil man plötzlich wieder das Gefühl hat, hey, ich habe richtig Reserven und diese eine Sinn, dieses Akustikfeedback vom Bike, dass man sagt, ey, die Karre rappelt, ich bin schnell, das hat man nicht mehr, weil es ist leise und das macht einen schneller. Man denkt, hey, jetzt probiere ich mal was aus und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall einer der Punkte, die mich bei dem Rad jetzt hier gerade richtig begeistern. Was ich aber krass finde, ist, dass man relativ viel Pop hat. Also da bei der Wurzel das drüber springen, das mache ich ja relativ häufig. Und ich habe hier das Gefühl, ich habe relativ viel Pop mit dem Rad und das erlaubt mir eine aktive Fahrweise. Das heißt, wenn ich jetzt mal so resümieren soll, wenn du jetzt vielleicht hinter der Kamera oder als Zuschauer zu Hause sagst, hey, so krass bin ich gar nicht unterwegs, dann wird dir das Fahrrad relativ viel Sicherheit geben, weil du schon merkst, hey, da sind Reserven da. Wenn du aber sagst, hey, ich will jetzt mal aktiv was machen, sei es Bunny Hop oder sei es irgendwo drüber springen oder sei es abspringen und zum Springen kommen wir dann gleich nochmal ganz ausführlich auch, dann erlaubt dir das Fahrrad echt einiges zu machen. Und ich muss sagen, das finde ich richtig beeindruckend. Also ich muss sagen, das ist eine richtig krasse Weiterentwicklung zum alten Rad, auch wenn eigentlich nur marginale Änderungen geschaffen wurden, aber vor allem dieses Gefühl, dass man leise ist, dass man durch den Wald fliegt, das erzeugt irgendwas im Kopf, wo man merkt, hey, krass, da geht was. Und das ist eigentlich immer eine gute Sache, weil so merkt man, ich komme selber noch mal weiter, weil das Material mich weiter pusht.
Ja, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie gut das Rad bergunter fährt, aber um runterfahren zu können, muss man auch mal hoch zwischendurch. Und ich würde sagen, wir wechseln zur nächsten Kategorie, nämlich Uphill. Da sind wir wieder und ihr habt gesehen, das neue Tai, das kann auch hochfahren, das kann sogar technisch hochfahren. Und wenn ich das Ganze mit Worten beschreiben sollte, dann würde ich sagen, das Tai, das geht sehr, sehr gut hoch. Das geht genauso gut hoch wie auch schon das alte Tai, denn in meinen Augen auch das war ein guter Kletterer. Ich bin damit Alpencross gefahren und freue mich auch, wenn ich dieses Rad auch mal auf den Alpencross mitnehmen kann. Denn für diese Bergab-Performance, für die Wucht, die ich bergunter mit dem Rad mitnehmen kann, komme ich sehr, sehr, sehr gut hoch. Ich sitze zentral im Bike und auch mit der Möglichkeit, dass ich den Dämpfer noch locken kann, habe ich Möglichkeit, richtig schnell und zapfig den Berg hochzukommen. Aber natürlich, ich bin jetzt lange das Eugene gefahren. Auch da nochmal der Hinweis, wir haben mal ein Review zum Eugene gemacht. Das ist mal kurz hier oben verlinkt. Wir wollen natürlich jetzt auch mal das neue Tai gegen das Eugene vergleichen. Von deswegen nochmal der Hinweis, vergiss auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren. Wir haben getestet, wie viel besser es hochgeht. Es waren einige Prozent, wie viel es sind. Dafür den Kanal abonnieren, dann erfährst du das. In Summe kann man sagen, das neue Tai fährt sehr gut hoch. Ich habe das Gefühl, jeder Tritt geht in Vorwärtsbewegung. Und ich kann das Tai natürlich mit leichten Komponenten auch zu einer Bergaufwaffe machen. Das ist was ein Enduro können soll und das liefert das neue Tai. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I gotta gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and Dan, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, I don't got the time. Crossing my T's and he dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't relate, but like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low, but I'm back on the rise, it's real. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I will soon, soon. Knew as a child, back in the womb. Oh, told them step back, I need my room, room. Hop in the car, watch it go vroom. I'm hopping now I gotta go. I'm looking back, they not even close. I had a 4, now I need a ghost. I got a wave like I'm on the coast. Same ones are down and I dare the show. So way that I'm balling, they think I'm a pro. I'm getting sick by the money I grow. Stay saying whoa. I told them all what this is. Wir haben jetzt eine Menge Airtime gesammelt, wie ihr gesehen habt, und ich bin total happy, denn das hat mega Bock gemacht. Ich bin überrascht, denn das neue Tai, das übertrifft meine Erwartungen. Ich hatte schon mal die Möglichkeit, jetzt eine Woche lang auch einen Spindrift im Finale zu fahren, und man merkt, hey, in dem neuen Tai, da stecken doch ein paar Gene auch von so einem Spindrift. Also in der Luft und auch bei großen Sprüngen fühle ich mich mit dem Rad pudelwohl. Das lässt sich in der Luft einfach bewegen, also es fühlt sich agil an. Gleichzeitig habe ich aber die Möglichkeit, dass ich weiß, ich habe genug Reserven. Selbst wenn ich mal nicht ganz sauber lande, dann ist wahrscheinlich durch Lenkwinkel und Federweg einfach ein Gefühl da, dass ich sage, ich stehe gut im Rad und ich habe nicht so schnell das Gefühl, dass ich vielleicht einen Überschlag nach vorne mache. Ich komme aus Sprüngen gut raus, ich kann mich gut abdrücken. Das unterstützt eine aktive Sprungweise, was mir wichtig ist. Und ich habe die Möglichkeit, auch das Rad in der Luft gut zu bewegen. Ich würde sagen, all das sind Faktoren, die dafür sorgen, dass ich sage, hey, ein richtig geiles Rad. Das muss ich leider wieder abgeben, aber ich freue mich schon, wenn mein eigenes da ist, um hier am Tiergarten in Nürnberg noch ein paar Sprünge zu springen.
Okay, fassen wir kurz zusammen, was wir heute erfahren haben. Wir haben sinnvolle Erweiterungen, wie die Kabelführung, wie ein Toolmount, wie ein Flipchip oder aber auch den neuen Kettenstrebenschutz. Es gibt ein UDH-Schaltauge, neue Standards wurden umgesetzt. Thumbs up dafür, gute Arbeit Propane. Dann haben wir uns angeguckt, wie gut fährt das Rad runter und ich habe mich sehr darauf gefreut, dass ein neues Rad kommt und war total gespannt und bin begeistert. Ich hätte nie gedacht, dass das Rad wirklich so gut bergunter geht und mir so viele Reserven gibt. Ich war beeindruckt auf den Stellen, wo ich mit dem Eugene ja seit 2 Jahren unterwegs bin, mal mit dem neuen Tai lang zu fahren. Und es hat mir eine Menge ermöglicht. Ich habe tatsächlich deutlich weiter nach vorne geguckt und bin viel schneller gefahren, als ich jemals gefahren bin. Sachen gesprungen oder konnte Sachen springen, wo ich bisher eigentlich zu langsam war. Daher Backup-Performance, ist es verbessert worden? Ja, ja, ja. Bergauf-Performance ist in meinen Augen ähnlich gut geblieben. Man sitzt zentral im Bike, man kommt gut hoch. Das ganze Rad lässt sich als ein Enduro ultra gut treten. Aber beim Enduro liegt sicherlich die Performance bergab überwiegt. Und das tut sie hier. Davon komme ich mit dem Rad super gut hoch. Natürlich fährt ein Eugene ein kleines bisschen besser hoch vielleicht. Das wollen wir uns nochmal in einem neuen Video angucken. Aber ich würde sagen, das neue Tai fährt gut hoch. Auf Sprüngen fühle ich mich sicher, ich habe eine Menge Reserven, selbst wenn ich mal nicht ganz sauber lande, hat das Rad einfach sehr viel Federweg, der mir Sicherheit bietet, auch wenn es nur 1 Zentimeter oder 2 mehr sind als bei einem Eugene, was ich vorher gefahren bin. Es fühlt sich aber nach viel mehr an, man merkt Freeride-Gene, man merkt Gene eines Spindrifts. Und wenn wir jetzt sagen sollen, hat Propane ihre Mission erfüllt, dann würde ich sagen, ja, das Rad ist deutlich besser geworden. Es ist in meinen Augen ein Rad, was gut war und nicht nur in das Jahr 2023 portiert wurde, sondern allein vom Aussehen und den scharfen Kanten eher ein Rad der Zukunft. Das sieht aus wie aus 2025. Wir haben sinnvolle Erweiterungen an dem Rad. Es fährt sich ultra gut und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Enduro-Bike, was du dir angucken solltest, wenn du dieses Jahr oder nächstes Jahr ein neues Rad suchst. Das Tai ist die perfekte Mitte des Sortiments bei Propane. Hier hast du die blöde genannte eierlegende Wollmilchsau, mit der du alles machen kannst. Ich würde sagen, das war es von mir für heute. Hier gibt es nochmal das Tech-Video mit Luis und wenn du sagst, du möchtest nochmal alle Farben sehen, dann ist das hier unten verlinkt. Auf keinen Fall vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, ich gehe noch eine Runde hämmern, bevor ich das Ding zurückgeben muss. Macht's gut. Ciao!